Hallo, der Holger hier und heute geht es wieder um die Rekordfahrt und zwar heute um die Frage, wie trainiert man denn eigentlich für 1100 Kilometer oder besser gefragt, kann man für 1100 Kilometer eigentlich spezifisch trainieren? Ich möchte mich da mit diesem Thema mit euch hier, also in groben Bereich auseinandersetzen. Da könnte man ganz viel und lange darüber erzählen, aber es geht eher so um Rahmendaten. Also wie macht man das eigentlich? Und zum ersten Mal, ja, was misst man eigentlich? Und das ist im Ausdauersport oder jetzt hier im Radsport sind das vor allen Dingen zwei Dinge. Das ist einmal die Herzfrequenz, die gemessen wird. Die wird mit einem Herzfrequenzsensor, der ist an einem Brustgurt befestigt am Körper und letztendlich das Signal wird dann auf eine Uhr übertragen und kann dann ausgelesen werden. Das zweite ist die Kraft, die wird über einen sogenannten Powermeter ermittelt. Das heißt die Kraft, die man letztendlich aufs Pedal bringen kann. Und auch diese Werte werden dann wieder auf eine Uhr oder auf den Bike-Computer übertragen. Die Daten sind dann alle auszuwerten, somit kann man dann auf die spezifische Fahrt oder eben auch auf einen Zeitraum zurückblicken, über den es eine Entwicklung gab und kann das zukünftige Training eben dann mit den neuen Daten auch steuern. Prinzipiell kann man so ganz grob in einem Raster zwei Trainingsbereiche unterscheiden. Das ist der Grundlagenausdauerbereich, der befindet sich so im Bereich 60-75% vom Maximalpuls. Also da bewegt man sich lang in diesen Einheiten und da kann man ja sehr lang ermüdungsfrei unterwegs sein. Und dann gibt es die sogenannten HIIT-Einheiten, das heißt, das sind die hochintensiven Einheiten. Da geht der Puls viel höher. Diese Einheiten sind dann auch kürzer gestaltet. Und wenn man so in die Gesamtgestaltung schaut eines Trainingsaufbaus, dann sieht das ungefähr so aus, 75% im Bereich der Grundlagenausdauer und ungefähr 25% im Bereich der HIIT-Einheiten. Wenn man jetzt gar keine Messinstrumente hätte, wie kann man das denn feststellen, in welchem Bereich ich bin? Es gibt so eine ganz einfache Faustformel, wenn ich im Grundlagenausdauerbereich unterwegs bin. Da kann man dabei immer locker erzählen. Also wenn ich mein Gegenüber habe, ich mit Freund oder Freundin unterwegs bin und egal ob das beim Laufen ist, beim Radfahren, ich kann mich immer unterhalten. Ganz locker noch unterhalten, ohne Probleme. Und je höher, intensiver die Einheiten werden, desto schwieriger wird das. Da muss man dann schon mal zwischenatmen und wenn es richtig anstrengend wird, da kann man eigentlich nur noch so hervorpressen, einzelne Worte und da sind wir dann schon ganz oben letztendlich in der Anstrengungsskala. Die HIIT-Einheiten, die führe ich eigentlich fast ausschließlich indoor, das heißt auf einer Rolle und dem Liegerad durch. Und die Grundlagenausdauereinheiten, die finden fast ausschließlich draußen statt, also wirklich dann Outdoor, entweder im Velomobil oder auf dem Rennrad. Ja, das ist ganz unterschiedlich, wie ich dann fahre. Also die richtig langen Einheiten, wie jetzt am letzten Wochenende, über 300 Kilometer dann im Velomobil. So kürzere Einheiten bis 3 Stunden auch sehr gerne auf dem Rennrad und das gibt eine gute Abwechslung.